Heute ist der 7. März, das heißt morgen ist der 8. März, Weltfrauentag. Wie wär's mal mit einem individuellen tollen Geschenk? Für morgen ist es zu spät, aber für nächstes Jahr. Ein Lastrada Regent S Allrad. Wie wäre das? Da könnt ihr schöne Folien draufdrucken und sagen, komm Schatz, mit dir bereise ich die Welt. Für uns habe ich dieses tolle Auto gekauft. Lass uns mal gucken, wo wir gemeinsam hinfahren und den Rest unseres Lebens auf Achse verbringen. Und was gäbe es Besseres als dieses tolle Auto für euch? Also, ich zeige euch heute einen Lastrada Regent S. Das haben wir zwar schon ein paar Mal gemacht, aber dieses Auto ist einfach schön und ich wollte ihn noch mal so aus dem Hinterstübchen zu euch nach vorne holen. Lasst uns schauen, was der Regent S kann. Ich zeige es euch mal. Ja, wir haben einen Lastrada Regent S nahezu Vollausstattung. Aktuell fehlen ihm 2, 3 Sachen und ich erkläre euch gleich, warum das der Fall ist. Der Regent S ist für euch auf jeden Fall die richtige Entscheidung, wenn ihr sagt, ich möchte sehr offroadig unterwegs sein. Ich meine, was gibt es dafür besser als ein Mercedes Sprinter als Basisfahrzeug? Wir haben da die Möglichkeit, den Wagen als Allrad zu bestellen. Den gibt es natürlich auch als klassischen Heckantrieb. Aber wenn man sagt, ich möchte kein Allrad haben, dann müsste man immer diskutieren, ob ihr mit einem Fiat, zum Beispiel einem Avanti L oder XL, nicht vielleicht besser fahren würdet, weil da einfach mehr Lebensraum drin ist. Das ist immer ein klassisches Für und Wider. Die Basisfahrzeuge von MAN, von VW, von Mercedes sind vom Innenraum etwas enger. Dafür haben sie bestimmte Dinge, die andere Autos nicht können. Und der Ducato als klassischer Kastenwagen hat einfach auf derselben Fläche ein bisschen mehr Wohnraum. Also es ist immer die Frage, entscheidet ihr nach Basisfahrzeug oder entscheidet ihr nach Wohnraum? Und ob der Wohnraum hier drin reicht, das schauen wir uns jetzt an. Der zweite Grund, warum wir das Video machen, ist, wir haben letztes Jahr ein ganz, ganz tolles Video zu einem Regent S gemacht. Da haben wir uns unfassbar viel Mühe und Zeit genommen und haben ganz viele tolle Sachen gefilmt, die wir euch zeigen wollten oder auch gezeigt haben. Und es haben viele Leute, ich spreche immer wieder mit Kunden, die sich für solche Fahrzeuge interessieren, einfach gar nicht wahrgenommen. Und deswegen machen wir das heute nämlich so, dass wir euch ein paar Eindrücke zeigen, wie cool man so ein Auto umbauen kann, weil es dafür die richtigen Partner gibt. Für denjenigen von euch, der dieses Video gesehen hat, der darf jetzt einfach unten an den Sprungmarken weiterspringen. Wir machen da Kapitelmarken, dass ihr einfach sagt, ihr müsst euch natürlich nichts zweimal angucken. Wer das Video da aber verpasst hat, dem wünsche ich jetzt erstmal ganz viel Spaß bei einem Lastrada Regent S mit dem Offroad autark, Beleuchtung rundum sorglos. Ich fahre ans Lagerfeuer und freue mich ein Schnitzel, dass ich so ein cooles Auto habe. Video, was jetzt losgeht, und danach sehen wir uns gleich weiter und dann zeige ich euch, wie dieser Wagen im Detail ausgestattet ist. So, den leichten Part haben wir erledigt. Die Dachreling ist drauf, das passt hervorragend. Hier die Querträger könnt ihr im Prinzip verschieben, wie ihr sie haben wollt. Hier sind ja so Airline-Schienen dran, mit denen man das vor und zurück verschieben kann. Das kann man dadurch eben perfekt anpassen auf jedes einzelne Fahrzeug. Man muss gucken, und da kann man jetzt natürlich auch noch so Platten und alles drauf machen, was man zusätzlich noch machen kann. Die große Aufgabe, die jetzt kommt, ist das hier verteilen. Zum einen das alles reinbringen, damit die Lampen, die dran sind, weil wir haben ja jetzt hier echt, man muss einfach ganz klar sagen, das ist ja eine Festplatzbeleuchtung. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Lampen vorne, hier 2 seitliche Lampen, auf der anderen Seite 2 seitliche Lampen und hinten nochmal 2, also 2, 4, 6, 5, 11 Lampen, die wir insgesamt am Fahrzeug dran haben. Und die sind ja nicht ein Schalter unten, um alles anzumachen, sondern ihr wollt ja dann unterschiedliche Lampen haben, die unterschiedlich geschaltet sind. Und was hier halt noch doppelt cool ist, ist, dass es gibt ein Fernlicht, es gibt ein Standlicht und es gibt in der Mitte so einen Lichtstreifen, der mit drin ist. Und das ist die größte Aufgabe jetzt mit den Dachdurchführungen, die da sind, rein. Das geht auch noch, aber dann runter ins Cockpit und auch noch die Schalter vernünftig im Cockpit festzumachen. Nicht festzumachen, sondern zu platzieren. Und da gucken wir jetzt, wie die Lösungen hier sind, weil ja auch jedes Wohnmobil am Ende individuell ist und Lastrada zum Beispiel sehr viel Aufwand betreibt, um hier den Platz für den Tisch im Cockpit zu haben, was uns jetzt gerade so ein bisschen vor Probleme stellt, weil die Standardhalterungen, wo man die Schalter einbauen könnte, eben nicht da sind. Das ist bei einigen anderen Fahrzeugen etwas leichter. Insgesamt aber einfach schon eine richtig schöne, coole Lösung, an der man quasi auch das ganze Auto zum Wackeln bringen kann, wenn es nachher richtig gut festgeschraubt ist.
Also geht weiter, wir bleiben gespannt, mal gucken, was der Rest des Tages bringt. Geheim. Wir beobachten. So schnell wird der Heckträger montiert. Einfach an die Montagepunkte und dann ein paar Bohrungen dazu. Und dann haben wir Reserverad, Heckleiter und alles mit auf einen Schlag. Auch ziemlich cool. Weiter im Text bei unserem wunderschönen Sprinter Regent S. Neben den ganzen Umbauteilen, die wir oben drauf machen und hinten dran gebaumselt haben, machen wir es von unten auch noch ein bisschen schöner. Sieht man selten, aber hier ist es halt ganz wichtig, weil wir ein Offroad-Auto haben und damit ja auch mal eine Furt irgendwo was Tiefes durchfahren wird. Und beim Sprinter die Teile vorne alle relativ ungeschützt liegen. Also wenn man ein Stein da ist, wo man durch ein etwas tieferes Wasser fährt, was er mit dem Schnorchel und allem anderen ja durchaus kann, dann ist die Gefahr, dass man sich Unterflur was kaputt haut, relativ groß. Und deswegen kriegt dieses Auto neben diesen beiden schönen Haltern einen Unterfahrschutz. Der steht hier jetzt noch ein bisschen abgestützt, weil ich einfach nur mal zwischendurch alle weggescheucht habe, gesagt, ich will das jetzt kurz filmen. Die Jungs machen das gleich fertig und wenn das alles fertig ist, gucken wir uns das noch mal mit an. Aber wir haben hier grundsätzlich den Unterfahrschutz und mir ist wichtig, dass ihr euch so ein bisschen mit anguckt, wie dick das Ganze ist. Da ist wirklich dann der Motor und hier vorne alles mitgeschützt. Also es ist massives Material. Da gibt es ja ein paar verschiedene Hersteller, die das alles unterschiedlich angehen. Hier ist das ganze Auto auf Overland getrimmt. Das heißt, wir bleiben auch hier damit. In meinen Augen der große Vorteil dieser Lösung ist, dass das Ganze in matt schwarz ist und damit einfach eine sehr schicke Lösung ist. Die meisten anderen Lösungen, die ich gesehen habe, sind in der Regel einfach in Silber. Wenn wir einmal unterm Auto durchgehen, also die Overland teilt das auf, hier vorne in dem vorderen Bereich sind das die zwei Teile, die gehören zusammen. Dass das alles hier geschützt sind, das sind die tiefsten Punkte, die man mit dabei haben kann. Und dann, wenn man sagt, vorne reicht mir noch nicht, dann haben wir das Ganze hier hinten am Differential an der Hinterachse auch nochmal. Das ist eine relativ einfache Lösung, aber einfach auch nochmal ein tiefer Punkt. Das heißt, wenn der Stein vorne schon alles kaputt gehauen hat, kann er hier hinten theoretisch nochmal gegen, ist aber zusätzlich nochmal geschützt. Und damit dürften die gröbsten Schäden, die ihr unterwegs haben könnt, eigentlich erledigt sein. Also hier ist es einfach nur an der Achse gehalten, stützt sich hier vorne ab und sollte die gröbsten Schäden von euch fernhalten. Insgesamt so also ein Auto, was noch viel mehr für die Touren ist oder freigegeben ist, die die meisten Leute mit den Offroad-Autos machen wollen. So prädestiniert, Island, schön in der Mitte des Landes durch die tiefen Flüsse, soweit der Sprinter euch tragen kann. Wir basteln jetzt noch mal hier schön die Halter ran, was ich so schön finde. Guck mal, hier so viele kleine Details, alles ist wahrscheinlich mit einem Laser geschnitten. Oh, Verzeihung. Und überall findet ihr das Emblem wieder. Man muss halt auch stolz zu seiner Marke stehen, wenn man die hat. Wir machen das fertig und dann guckt ihr euch das gleich noch mal fertig an, wie das festgeschraubt aussieht.
So, wir haben umgeparkt. Wir sind ausnahmsweise mal nicht mehr in Stove, sondern wir sind quasi fertig mit unserem Umbau. Und damit dieses saucoole, entschuldigt die Wortwahl, mega geile Fahrzeug, Dieter Bohlen lässt grüßen, ordentlich zur Geltung kommt, haben wir gedacht, das müssen wir für euch einfach im Dunkeln filmen. Dieser Wagen sieht so cool aus und ich selber will auch wissen, wie gut funktioniert das Licht. Wir sind auf jeden Fall jetzt so weit, dass wir uns das hier in Ruhe anschauen. Wir machen noch mal eine letzte Runde ums Fahrzeug, gucken uns die einzelnen Sachen an. Ich zeige euch das noch mal. Vieles habt ihr ja im Laufe des Einbaus mit begleitet. Was uns noch fehlt, ist das Cockpit komplett und vor allem eben das Licht im Dunkeln. Wir haben uns jetzt hier ein schönes Lagerfeuer angemacht, damit wir in Ruhe abwarten können, bis es richtig dunkel wird. Die Sonne geht gerade schon weg und die Mücken kommen. Und jetzt können wir einfach mal ein bisschen schauen. Also ich finde, was für mich schon mal ein mega Highlight ist, sind diese gelben Lampen. Grundsätzlich, wenn ihr sowas macht, gibt es verschiedene Lichtsets. Ich habe den Namen der zweiten Marke vergessen. Aber die Marke, die dran ist, heißt Strands. Das ist rundrum. Wir haben ja noch die ganze seitliche Beleuchtung. Also eigentlich könnten wir auch warten, bis es stockfinster ist, Licht anmachen und es wäre hier taghell. Diese Strands sind auf jeden Fall mit diesem gelben Licht als Dauerlicht, so wie er jetzt steht, kann man es dann einfach auch mal ein bisschen im Hintergrund am Lagerfeuer für sich leuchten lassen. Sieht doch einfach mega cool aus. Aber richtig krass wird es halt, wenn die Lampen nachher angehen. Schon im Hellen kann man da kaum reingucken. Ich will nicht wissen, wie das im Dunkeln ist. Geht jetzt natürlich im Dunkeln alles so ein bisschen unter, was dran ist, aber wir haben halt einfach das Auto in dem Grau Metallic, hier unten alles schick in schwarz-matt foliert und dann eben diese ganzen Overland-Anbauteile. Obenrum die komplette Dachreling. Dann an der Dachreling dran die schwarze Markise. Wenn man schon so ein Ding angeht, diese Dachreling, wir gehen das nachher am Feuer nochmal gemeinsam durch, was die einzelnen Optionen kosten. Das ganze Paket, was hier steht, ist schon relativ hochpreisig. Aber wenn ihr das anfasst, man merkt wirklich bei jedem einzelnen Griff, das ist krass gut gemacht. Und es ist halt individuell und angepasst auf jedes Auto, auf jede Dachhaube, auf jedes Bedürfnis vom Kunden, ist halt leider Gottes unterm Strich immer teuer. Und dann macht man es halt auch komplett so wie hier. Das heißt, wir haben Arbeitsleuchten an der Seite dran. Die machen wir gleich mal an, wenn es dunkel ist. Wir haben Arbeitsleuchten hinten dran und auf der linken Seite natürlich auch. Das heißt, wir können mal gucken, ob wir das im Dunkeln gut eingefangen bekommen. Nachher richtig schön durch die Gegend gleiten und meterweit um uns rum dürfte man taghell sehen. Hier hinten haben wir das volle Programm, was Overland momentan mit dabei hat. Sonst, liebe Jungs von Overland, korrigiert mich, schreibt es unter. Wenn ihr noch was im Angebot habt, was hier nicht dran ist, wüsste ich das gerne. Das Wichtigste hier an der Seite, der Bieröffner an der Transportbox. Quatsch, nicht das Wichtigste, aber ich finde es einfach so ein liebevolles, kleines Detail, was mit dabei ist. Ich habe mehrere Videos jetzt mit den Autos gemacht, deswegen hoffe ich sage jetzt nichts doppelt. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Systeme. Einmal Transportbox mit draufliegendem Fahrradträger und auch ein quasi freitragender Fahrradträger, der dann noch etwas höher ist, wo man dann aber auch etwas weiter rausgehen kann und mehr Fahrräder drauf bringen kann. Theoretisch auch noch ein drittes mit dazu. Hier haben wir uns für die Transportbox entschieden und das Prinzip ist so, dass wir eine Grundträgerplatte am Fahrzeug dran haben, an die ihr alles ranschrauben könnt. Das heißt, wenn ihr irgendwann mal sagt, der nächste Urlaub ist nicht cool für Transportbox und Fahrradträger oben drauf, sondern ich will jetzt Skifahren gehen, dann gibt es auch Boxen in lang und hoch, könnt ihr auch draufschrauben, könnt das drauf machen. So ist es einfach ein richtig großer zusätzlicher Stauraum. So mal sowas, wenn ihr Surfer seid, für Neoprenanzüge, wenn ihr gerne grillt, vielleicht für einen draußen stehenden Grill, für alles, was eigentlich man, weil es feucht, nass oder miefig ist, nicht im Auto haben will. Und hier links daneben eben den Reserveradhalter. Der Reserveradhalter gibt euch quasi alle Freiheiten damit zu machen, was ihr draufbringen möchtet an Größe oder Höhe der Fahrräder. Des Reserverads. Das ist ein langer Tag heute auch. Weil man einfach nur das Reserverad drauflegt und sonst nicht so viel drauf angepasst ist. Und so bekommt man eben das vollwertige Offroad-Reserverad drauf. Das Coole hier, das haben wir auch schon mal gesehen, ist einfach, dass das Ganze gleichzeitig eine Leiter ist. Hier sind verschiedene Stufen. Und man kann auch, ich habe das ja mehrfach gesagt, ich habe ja über 100 Kilo, leider sogar, man kann hier wirklich überall drauf und kann sich festhalten, wo immer man will und kann sich auf das Rad
hier überall draufstellen, dass die Fahrräder relativ hoch sind. Das geht aber mit einem kleinen Tritt unten oder eben von hier oben zu zweit schnell hochreichen, ganz einfach. Und man kann eben nicht alles haben. Will ich viel Stauraum am Heck haben, muss ich irgendwie den Kompromiss gehen und den Fahrradträger darüber festmachen. Alternativ schaut euch sonst mal ein Regent-Video an. Da haben wir sonst auch die anderen Träger, die Lastrada ab Werk mit anbietet, mit dabei. Und hier sind dann eben auch noch Stufen, um damit, wenn man wollen würde, ganz aufs Dach raufzukommen. Wenn man so große Umbauten macht, wie wir das hier gemacht haben, dann muss natürlich irgendwie auch die Liebe zum Detail stimmen. Und da muss man sagen, das, was die Jungs von Overland hier geliefert haben, ich bin total begeistert. Und ich weiß auch nicht, wie viele Leute das so können. Wir haben nämlich hier, wenn ihr mal mit mir gemeinsam hier runterschaut, wir haben hier eine originale Schalterbatterie Mercedes-seitig. Das sind original Allradschalter von Mercedes. Und dann lassen die Jungs sich einfach von Mercedes Schalter liefern, lasern die selber, bauen selber Schalter ein und es sind einfach originale Mercedes Schalter, die da sind. Das, was wir hier haben, ist einmal das gelbe Licht, was jetzt mit an ist, was einfach schon mega coole Optik ist. Damit ist aber erstmal ja noch kein großes Fernlicht oder sowas mit drin. Dann haben wir daneben quasi die Hauptversorgung für die Scheinwerfer insgesamt, wenn man das während der Fahrt haben will, dass die mit an sind. Und wenn ich jetzt einfach zum Beispiel das normale Fernlicht, wir lassen es mal aus, das normale Fernlicht, das ist für euch ja schon hell, wenn ihr da vorne in die Kamera guckt. Jetzt machen wir die Lämpchen mit an. So hell ist das, wenn man das Fernlicht mit an hat. Krass, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, so kann man von vorne jetzt gar nichts sehen. Ist einfach eine mega coole Geschichte. Und dann so haben wir noch eine zweite Batterie hier mit daneben bekommen. Das ist einfach dupliziert, wenn man so will. Und auch da nicht irgendwie lieblos hingeklatscht, sondern eine passend angefertigte so ein Carbonrahmen, der mit da ist, der einerseits Lastrada die Alarmanlage mit aufnimmt und andererseits aber auch die eigenen Schalter. Und auch die wieder alle eigen gelasert. Linke Seite Licht an, Hecklampen beide an, rechte Seite Licht an. Und so hat man jetzt ein Fahrzeug, was wirklich um einen rum zu schweben scheint. Ich finde, wir lassen das jetzt mal so an und gehen noch mal gemeinsam raus, weil ich es insgesamt noch gar nicht angeschlossen und leuchtend im Dunkeln gesehen habe. Wen interessiert es noch, ob Tag oder Nacht ist? Macht euch einfach solche Lämpchen dran und überall, wo ihr seid, ist der Tag. Das ist doch eine richtig coole Sache. So, wenn man das vorne anhat, denkt man, an der Seite ist kein Licht an. Deswegen mache ich mal unser vorderes Licht noch mal kurz aus, damit wir da sehen können, was wir an der Seite überhaupt dran haben. Ich mache mal das Fernlicht weg. Dann haben wir nämlich das schon mal. So, auch so während der Fahrt finde ich eine coole Optik und passt richtig schön zu dem Mercedes. Und jetzt, wenn das ganz grelle Licht vorne, was ja einfach mega krass ist, weg ist, sieht man erst, wie viel Power wir auch an den Seiten haben. Guck mal, es ist fast dunkel und ich stehe hier, als wenn es taghell ist. Und das halt rundrum. Auch wenn man jetzt irgendwo hin zurückfährt, kann man einfach hier hinten richtig gut sehen. Wenn es gleich noch mal richtig stockfinster ist, dann schauen wir uns das noch mal gemeinsam an. Dann fahren wir auch mal ein paar Meter. Aber insgesamt finde ich es einfach cool. Und allein für die Lampen rundherum ist das einfach die Nummer schon wert. Also, wenn ihr könnt, gönnt's euch. So cool kann man so ein Auto umbauen. Wenn ihr nur Teile davon haben wollt, können wir das gerne hier bei uns machen. Wenn es das volle Programm ist, dann würde ich den Kontakt herstellen. Dann macht es oft mehr Sinn, das direkt vor Ort zu machen. Mir geht es darum, dass wir euch zeigen, was die richtigen Kastenwagen sind. Ihr mit uns das richtige Fahrzeug findet. Ich freue mich, wenn wir euch bei der Bestellung eines so wunderschönen Autos begleiten dürfen. Und dann stelle ich gerne den Kontakt zu den richtigen Leuten her. Und so Kleinigkeiten wie hier können wir dann natürlich auch machen. Der Wagen soll auch richtig, wenn wir sagen mal, hart rangenommen werden. Das, was man hier nicht sieht, wir haben die ganze Haube mit Steinschlagschutzfolie beziehen lassen. Das haben wir letztes Jahr 2-3 Mal gemacht, damit einfach, wenn man mal einen Schotterweg schneller fährt, vielleicht auch hinter einem anderen Wohnmobil her, hier einfach nichts passiert. Und dann, das war ein Designwunsch der Kunden, haben wir in schwarz-matt hier drauf nochmal eine Weltkarte folieren lassen. Die hat uns unser Folierer geplottet. Ich finde, das ist auch cool. Das ist jetzt ein bisschen schmutzig. Das machen wir noch mal schön sauber, bevor der Wagen dann demnächst losgeht. Wer übrigens sagt, tolles Auto, aber eigentlich hätte ich gerne Längsbetten, für den kann ich nur sagen, schaut euch mal ein Video zum Regent EB an. Ihr seht ihn da hinten so ein bisschen aus der Ecke rausgucken.
Das ist der große Bruder dieses Fahrzeugs. Da habt ihr dann 7 Meter mit Längsbetten. Da ja der Offroad-Teil, den ihr schon gesehen habt, sich eigentlich um außen dreht, starten wir hier direkt rein. Wir haben hier Holzdekor Ahorn, das ist das hellste Holz, was Lastrada mit im Programm hat. Und hier war die Zielsetzung, das Ganze möglichst hell und freundlich zu gestalten und dann aber trotzdem einen modernen Fashion-Kontrast zu bilden. Und deswegen ist das hier mit dem Teilleder Reale und grauer Wandbespannung so, dass ich finde, das ist eine richtig schöne, gelungene Kombination, die auch toll zu dem Außendekor passt, weil das Tenoridgrau, was wir hier draußen haben, einfach ja auch so einen Blaustich hat, so wie diese Mittelstreifen von dem Teilleder Reale. Ich mache uns mal ein paar Lampen an und dann kommt mal rein und dann gucken wir uns an, was hier noch für Optionen gewählt worden sind. Wenn wir beim Regent S, ich zeige euch gleich noch 2, 3 Sachen, die wir umgebaut haben, über Preise reden, dann müssen wir das hier so ein bisschen zweigeteilt betrachten. Ich sage euch einmal das Auto so, wie es quasi bei Lastrada bestellt worden ist, dass wir einfach da eine Idee haben. Und dann muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt Modelljahr 24. Realistisch ein Auto, was ihr quasi heute neu bestellt, kommt als Modelljahr 25. Aktuell würde ich sagen, haben wir realistische Lieferzeiten, je nachdem wann euer Bestellzeitpunkt ist, so von 10 bis 15 Monaten für so ein Regent S. Es ist also nicht mehr ganz so tragisch wie in den letzten Jahren, aber Lastrada wird nie der große Volumenhersteller sein und man muss auch ganz klar sagen, die meisten von euch möchten ja auch gar nicht ein Auto kaufen, was irgendwo steht, sondern möchten frei entscheiden. Und wenn ihr euch überlegt, wie viele verschiedene Optionen es gibt, alleine an Holz- und Stoffkombination, egal wie ich meine Vorführwagen konfiguriere, ist es immer irgendetwas verkehrt. Und deswegen ist es meist so, dass die Leute sagen, okay, ich bestelle mir mein Auto selber, ich warte lieber einen kleinen Tick länger und wenn ich schon so viel Geld in die Hand nehme, dann darf es auch wirklich zu 100% das sein, was mir gefällt. Der Wagen, so wie er hier steht, was nahezu Vollausstattung ist, was Mercedes anbietet, mit Allradantrieb, mit Schnorchel, mit Anhängerkupplung, Automatik, Klimaanlage, 360 Grad Parkassistenten, also die Technikpaket 1, 2, 3. Die Liste quasi einmal rauf und runter. Machen wir uns das Leben jetzt ganz einfach. So wie das Fahrzeug hier steht, haben wir eine Summe der Listenpreise von ungefähr 145.000 Euro. Und dann haben wir noch eine kleine Togo-Kur, die wir hinterher gemacht haben. In dem Fall hier sind das vor allem Themen zur Absicherung, weil wenn man schon so ein schönes Fahrzeug hat, dann überlegt man sich natürlich auch, wie sichere ich ab. Und hier ist die Idee vor allem zu sagen, Alarmanlage und Bärlock. Da wir hier einen Mercedes Sprinter haben, der hat einen elektronischen Wählhebel für den Gang, den man aussucht, ist hier nicht eine Bärlock Schaltsperre drin, wie wir das meistens kennen, sondern eine Bärlock Lenkradsperre. Das heißt, wir haben quasi ein zweites Zündschloss. Das blenden wir euch jetzt einfach nochmal ein. Wenn ich dort abschließe, kann ich die Lenkung sperren und in dem Augenblick, wo ich dort abschließe, ist gleichzeitig auch eine elektronische Sperre mit drin, die verhindert, dass das Fahrzeug angeschmissen werden kann über den Start-Stopp-Knopf. Also quasi eine doppelte Absicherung und es gilt als relativ sichere Lösung, dass das Auto, selbst wenn man reinkommt, nicht gestohlen wird. Damit das Reinkommen auch erschwert wird, hat der Wagen jetzt hier einmal von Titronic das volle Programm Alarmanlage, also die Grundalarmanlage, ein Bluetooth-Vernetzungsmodul, eine GPS-Ortung, das Kill-Relais, das heißt, ich kann aus der App raus, aus der Ferne das Auto stilllegen. Wird es gestohlen, schickt es euch quasi eine Nachricht per SMS, sagt, ich bewege mich, ich bin aus meinem Käfig raus, das nennt sich Geofencing quasi, also aus meiner Koordinatenzone, die für mich eingestellt worden ist, raus. Was soll ich tun? Und dann könnt ihr in der App sagen, wenn du das nächste Mal still stehst, bleibst du bitte stehen. Und da gibt es einfach klassische, ihr könnt natürlich nicht sagen, der Wagen fährt mit 120 auf der Autobahn und ihr schaltet einfach den Motor aus. Aber wenn der Wagen das nächste Mal länger als 5 Sekunden steht, dann fährt er nicht mehr los. Und das ist sicherlich auch eine clevere Sache. Was haben wir sonst noch gemacht? Wir haben einen Wechselrichter eingebaut. Wir haben den Gaskasten hinten eingebaut, umgebaut. Das gucken wir uns gleich nochmal mit an. Und dann sind es die Folierungssachen, ein bisschen Raintec Außenleuchte, Kleinkram drumherum, aber auch das berühmte Kleinvieh macht Mist. In diesem Fall sogar einen relativ großen Haufen. Das heißt, ihr dürft nochmal ungefähr 8.000 bis 9.000 Euro draufrechnen für die Sachen, die wir hier machen. Insgesamt ein teures Hobby,
aber auf jeden Fall eine schöne Lösung. Und man muss ja auch ganz klar sagen, hier sind viele individuelle Lösungen drin und mit dem Auto könnt ihr quasi einmal um die Welt. Die Sitzgruppe im Regent S ist so, wie ihr das hier seht. Der Tisch ist hier oben mit drin. Damit man ein bisschen mehr Bewegungsfreiraum hat beim Film, haben wir den jetzt weggelassen. Wir haben Lastrada seitens hier immer die Zweiersitzbank, die man, das geht am besten, wenn man drauf sitzt, die man hier entriegeln kann und dann quasi vor und zurück schieben kann. Und in dem Augenblick, wo ich sie vorschiebe, kommt er hier eben auch mit. Und so kann ich es wieder nach hinten schieben, um eben wahlweise mehr Raum nach vorne zu haben oder es einfach mich fläziger hinlegen zu können. Und wenn ich dann nach hinten gehe, gucken wir uns mal hier die Kleinigkeiten an, die da sind. Haben wir den Lastrada typischen Küchenblock mit den Zweiflammkochern und dem schön großen Waschbecken. Das ist halt schon ein neues Modell, deswegen schon alles mit schwarzen Armaturen. Hier zentral, obwohl wir den Wechselrichter nachgerüstet haben, Bedienteil natürlich auch alles hier, wo der Kunde gut rankommt. Im Blickfeld Heizungsbedienteil, Lastrada-Bedienteile. Dann hat der Wagen eine Truma Kombi D6, also eine Dieselheizung mit drin, und damit das Ganze schlüssig zusammenpasst, Kompressorkühlschrank, der serienmäßig ist, und eine Solaranlage oben drauf, dass man so wenig Gasverbrauch wie möglich hier mit dabei hat. Eine der Kleinigkeiten, die ich euch gerne zeigen wollte, ist, dass diese Kunden sich für eine andere Toilette entschieden haben. Ich mache noch mal ein bisschen Licht mit an. Genau, das heißt, wir haben hier eine sogenannte Ogo-Trenntoilette eingebaut. Ogo ist eine der verschiedenen Varianten und ich gucke mal, dass ich das zeigen kann, und ich finde, das ist von der Grundidee ganz clever gelöst. Man hat zum einen hier so einen klassischen Blickschutz vor dem Loch unten. Wenn nämlich die Hauptstromversorgung eingeschaltet ist, haben wir hier nochmal einen separaten Schalter hier oben gesetzt, der die Toilette nochmal mit Strom versorgt. Jetzt läuft schon ein kleines Gebläse, was durch einen Aktivkohlefilter alles, was müffeln könnte, rauszieht. Und bei der Ogo, wir machen mal hier den Deckel zu. Oder ne, kannst du da reingucken? Kannst du sehen, dass sich drin was dreht? Das ist zu dunkel. Dann machen wir das anders. Deckel zu, Kasten auf, und so kann man das, glaube ich, sehen. Und dann habt ihr hier quasi so ein elektronisches Rührwerk, womit ihr, ja, ich glaube, Scheißequirl ist ein Begriff, den man hier verwenden kann. Die Grundidee, die dahinter steckt, ist halt, ich muss mich mal wieder hinstellen, zack. Die Grundidee, die dahinter steckt, ist, dass halt in dem Augenblick, wo ihr einmal alles ordentlich durchrührt, schneller austrocknet, und umso schneller es trocken ist, umso weniger riecht es. Toiletten, es ist ja einfach immer wieder ein Thema, wo jeder für sich selber überlegen muss, lieber eine Trenntoilette mit Rührwerk, ohne Rührwerk, mit Entlüftung, ohne Entlüftung, eine Klesana, eine klassische Toilette. Es gibt so viele verschiedene Lösungen. Für unsere Kunden haben wir da so ein Video nochmal zusammengestellt. Das heißt, wenn ihr schon ein Auto bestellt habt, sagt, ich weiß nicht genau, was ist, dann sagt Bescheid. Da haben wir ein paar Infos, die wir euch einfach schicken können, die euch so ein bisschen bei der Entscheidung helfen können. Insgesamt ist aber, glaube ich, die Idee einer Trenntoilette richtig gut. Nasszelle kann man natürlich trotzdem noch benutzen und sitzt genauso gut wie vorher drauf. Es ist halt in einem Regent S alles immer ein Tick enger. Wir machen das jetzt so, dass wir mal gemeinsam nach hinten gehen. Dann kann ich euch nämlich noch mal zeigen, was wir am Gaskasten umgebaut haben, weil das auch ein echter Mehrwert ist, der in so einem Auto drin ist. Und dann können wir von hinten auch noch mal das Bett und den Heckstauraum ein bisschen anschauen. Eine Lösung, die wir nämlich entwickelt haben, ist so, dass man einfach, ihr habt ja immer einen klassischen Gaskasten, da passen 2x11 Kilo rein. Dieselheizung, Kompressor, Kühlschrank, Solaranlage, wir brauchen das Gas nur zum Kochen, dann brauche ich nicht 2x11 Kilo Gas. Aber ich darf natürlich auch nichts anderes im Gaskasten lagern als die Gasflaschen. Und dann haben wir für uns einfach die Lösung gemacht, dass wir auf komplett andere Flaschen umbauen, die Gasanlage dementsprechend umbauen, dass es unten passt. Und dann gewinnt ihr hier oben dieses große Staufach mit dazu, und wir haben jetzt 2 von diesen Campinggas 2,8 Kilo Flaschen drin. Das reicht wahrscheinlich für die nächsten 2 bis 3 Jahre, und so gewinnt man einfach gerade in so einem kompakten Auto nochmal einen richtig schönen Stauraum. Da zählt ja am Ende jeder Zentimeter. Hier oben haben wir das ganz klassische Querbett. Bei Lastrada eben die Lösung durch die Backen, die der Wagen hat, links und rechts, wunderbar gut zu schlafen, also auch für große Menschen ein Bett, was wirklich reicht. Dass es relativ schmal ist, ist unumgänglich, wenn man einen Sprinter mit 6 Meter fahren kann oder fahren will. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass der Regent S in diesem Bereich der Mercedes Sprinter 6 Meter Fahrzeuge durch die Individualität, durch den hochwertigen Möbelbau,
durch die Lösung, die wir dann letztendlich damit machen, und auch so dieses Schlafkomfort, Optik, das Gesamtpaket Preis-Leistung finde ich hier tatsächlich im Verhältnis zu anderen Volumenherstellern, um da mal keine bestimmten Namen zu nennen, deutlich attraktiver. Unterm Strich kostet so ein Lastrada immer 10.000 Euro mehr als ein klassisches Volumenfahrzeug. Wenn ihr euch aber dafür überlegt, dass ein kleines Team so den Wagen baut, wie ihr den haben wollt, dann glaube ich, ist das wirklich eine attraktive Sache, dass ihr so Lösungen bekommt wie einen elektrisch höhenverstellbaren Fahrradträger, den man bis auf 50 cm Ladehöhe runterfahren kann und der 60 Kilo tragen kann, ist das unterm Strich einfach eine richtig schöne Lösung. Ja, Lastrada Regent S. Ich finde es eine tolle Variante. Ich finde, er sieht sau cool aus. Ich bin bei solchen Autos immer besonders neidisch, dass die Leute damit bald starten können. Wenn ihr meint, das könnte ein Projekt sein, wo ihr auch Lust drauf habt, nehmt gern Kontakt zu uns auf. Ansonsten hoffe ich, hat euch einfach nur das Video Spaß gemacht. Wer das Video von den Umbauten ganz sehen kann, dem haben wir vorhin schon irgendwo in der Ecke verlinkt. Das originale Video dazu. Da ist das Ganze nochmal deutlich ausführlicher gezeigt. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Morgen, Mittag, Abend, egal wo ihr gerade seid. Freue mich auf euch. Oh, langer Tag. Die Sonne geht unter. Freue mich auf euch im nächsten Video. Schöne Grüße aus Stove. Bis bald und alles Gute.